Einen wunderschönen guten Tag. Ich wünsche euch eine schöne neue Woche. Wie könnte es anderes sein? Es geht wieder mal um das Thema Pico 4. Ich bin Mo von VR, ich bin Motensen und heute dreht sich alles um Audio. Was es mit dem Input und Output und den Möglichkeiten bei der Pico 4, was den Sound angeht. Viel Spaß bei diesem Video. Brille auf, setz die Brille auf, setz die Brille auf. Also, was wir heute testen werden, beziehungsweise wo ihr von mir einen Eindruck bekommt, wie ich das alles finde, sind natürlich die eingebauten Audiolösungen. Die beiden, die eingebauten Speaker, ja, wie schlagen die sich beim normalen VR-Spielen? Und dann ist ja sehr auffällig, dass bei der Pico der Klinkenstecker fehlt. Ja? Der 3,5 mm Klinkenstecker, der Klassiker. Apple-Besitzer wissen überhaupt nicht, wovon ich rede. Der ist weg. Der ist weg. Oh mein Gott. Das ist natürlich nicht so praktisch, weil viele Leute sich auch gerne ihren eigenen Kopfhörer ransetzen. Wir gucken mal, wie man das Problem umschiffen kann und wie dann die Qualität ist. Tatsächlich, in meinem Privatgebrauch benutze ich seit, ich glaube, 2 Jahren eigentlich nur noch Bluetooth-Kopfhörer. Deswegen hat mich das mit dem Stecker jetzt gar nicht so aus der Bahn geworfen. Ich habe in einer Schublade das hier gefunden. Und wisst ihr, was das ist? Das sind die Original In-Ear-Kopfhörer, die bei der PSP dabei waren. Ja? Und genauso fühlt sich das mittlerweile an. Es ist ein bisschen verrückt. Es ist noch gar nicht so lange her. Ja, ich will gar nicht angeben. Aber wir haben folgende Möglichkeiten, die wir heute austesten werden. Ich habe hier meine fantastischen AirPods Pro. Das ist sozusagen mein Daily Driver. Ja? Mit dem höre ich eigentlich alles und so. Ich habe mir die Pros geholt wegen dem Noise Cancelling, ja? Was ich wirklich geil finde. Die werden wir heute an die Pico anschließen. Mal gucken, was das wird. Meine Vorgänger Bluetooth-Kopfhörer waren hier die Beats. Die zeige ich euch auch mal. Die sind schon ein bisschen ramponiert. Hier musste ich schon mal flicken. Da ist was gebrochen. Die sind jetzt schon älter, aber machen auch immer noch einen sehr schönen Job und sind auch Bluetooth. Die werde ich jetzt mit der Pico auch verbinden. Und ganz am Schluss diese netten anachronistischen In-Ear-Kopfhörer mit einem 3,5 mm Klinkenstecker, die werde ich auch anschließen. Und zwar mit dem hier. Das ist ein USB-C zu 3,5 Klinkenadapter. Den habe ich hier zu Hause rumliegen, weil ich eine Zeit lang mit einem Ansteckmikrofon über das iPad Sachen aufnehmen wollte. Und das iPad hat ja auch keinen 3,5 mm Klinkenstecker oder so. Ja, deswegen habe ich lustigerweise sowas rumliegen. Kleiner Hinweis, wenn ich das hier reinstecke, dann ist natürlich der einzige Port, den das Gerät hat, der USB-C-Port, besetzt. Ja, dann kann man kein, was weiß ich, Link-Kabel mehr reinstecken oder während des Betriebs noch einen zusätzlichen Akku-Pack oder so. Es gibt aber für sowas auch gesplittete Sachen, ja, wo zum Beispiel hier einmal Sound rauskommt und der USB dann wieder durchgeschleift wird. Ich persönlich wäre von so einem Formfaktor auch nicht begeistert, wenn es hier so rausguckt, schon gar nicht, wenn das dann mit einem Split hier mehrere Kabel rausgucken. Wir gucken heute nur, ob das technisch überhaupt funktioniert. So, ich bin jetzt in der Pico. Wisst ihr, was echt krass ist? Das konnte ich vorher mit keinem Headset machen. Durch den Color Pass-Through kann ich die aufsetzen und trotzdem mir meine Geräte bedienen. Unfassbar. Ich stecke jetzt die Kopfhörer rein. Links. Man kann es wirklich lesen. Crazy. Und jetzt kommt es in die Brille. Audio ist angeschlossen. Ihr könnt jetzt übrigens dabei sein. Ich werde jetzt hier den Aufnahmeknopf drücken. Zack. Jetzt rekordet die Pico. Ich gehe mal kurz rein. Ne? Und wir gucken mal, was wir hier machen können. Hier, YouTube. Moin Leute, ich bin Mo von VR, mein Name ist Motensen und okay, also das hier ist mein kleiner YouTube-Kanal. Hier dreht sich alles um VR und vor allen Dingen teste ich auch wirklich gerne neue VR-Hardware. Momentan gibt es einen aktuellen Kandidaten, der sehr interessant ist. Ich habe auch schon ein Video gemacht. Klappe Motensen, also das hat funktioniert, ja. Rein technisch habt ihr jetzt gesehen, haut das schon mal hin. Mit dem Adapter kriegt ihr Audio. Das ist eine gute Information, ne? Ich bin echt kein Fan von Zusatzrandsteckadaptern und so. Muss nicht sein, aber ist auflösbar. Jetzt gucken wir mal, wie die Bluetooth-Geschichten funktionieren. Jetzt muss ich mal hier den machen. Das ist wirklich toll. Ich weiß, das kann ich mit gar keinem anderen Headset machen, so in der Art. Na gut. So, hier haben wir die Dinger. Man muss hier hinten drücken, dann blinken die. Die habe ich schon mal verbunden, deswegen weiß ich, dass es funktioniert. Das kann ich mal schon vorausschicken. Die melden sich jetzt hier nicht verbunden. Dann sage ich, ja, dann mach doch einfach. Und dann machen wir denselben Test von eben.
Moin Leute, ich hab Mo von VR, mein Name ist Mutensen und das hier ist mein kleiner YouTube-Kanal. Hier dreht sich alles um VR. Hier Lippensynchronität, würde ich sagen, ist Picobello. Das hat mir wirklich gerade ausgedacht, kein Scheiß. Und dann machen wir nochmal einen schnellen Test mit sowas hier. Moinsen. So, ich renn mal schnell in die Waffenkammer. Das hier ist übrigens die After the Four-Version der Pico, ja, also die native. Alright, ich habe hier eine Pistole in der Hand und jetzt machen wir den Test. Schwer zu sagen. Also, wenn es eine Latenz gibt, dann würde ich jetzt einfach mal behaupten, ich spüre sie nicht wirklich. Aber dafür müsste man wahrscheinlich noch ein paar mehr Situationen testen etc. Aber auch das Video anschauen, Lippensynchronität funktioniert ja das bei mir gut. Insofern würde ich jetzt einfach mal behaupten, mit der Latenz ist okay. Man kann In-Air-Bluetooth-Hörer, die Apple-Geschichten, kann man jetzt einfach benutzen. Die connectet man in der Pico und dann ist alles gut. Nächster Test. Zurück in die reale Welt. Jetzt probieren wir mal hier unseren guten alten Johnny aus. Hier muss ich drücken, dann also gedrückt halten, dann blinkt er so. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich setze ihn mal jetzt schon auf die Ohren. Und jetzt muss er gucken. Beats. Ah, okay. Gerät koppeln. Okay. Ich gerne neue VR-Hardware. Momentan gibt es einen aktuellen Kandidaten, der sehr interessant ist. Ich habe auch schon ein Video gemacht. Reicht mir. Also ich gehe jetzt davon aus, dass hier ältere Bluetooth-Hardware drin ist als in den AirPods Pro, deswegen war es vielleicht nochmal interessant zu testen. Funktioniert genauso. Da muss ich den Schuss jetzt Test gar nicht machen. Das wird dasselbe Ergebnis sein. Also mit meinen Möglichkeiten habe ich das jetzt hier durchgespielt. Würde mir erstmal reichen. Und jetzt kommen wir aber noch zu dem eigentlichen Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Das habe ich einfach außen vor gelassen. Nee, haben wir nicht. Die internen Speaker. Was machen die? Taugen die? Das werde ich jetzt rausfinden und ihr könnt live dabei sein. Es wird auch nur ein kurzer Test, keine Panik. Reckon X ist das einzige Spiel, wo ich auf der Quest mir gerne zusätzliche Kopfhörer einstecke. Ich bin mit den Quest-Kopfhörern, also Quest 2 in dem Fall, immer sehr happy. Aber bei Reckon X hatte ich immer das Gefühl, ich will mehr Wumms haben. Da einfach so cool ist. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich das jetzt hier gerade spiele. Ich muss mal gucken, es gibt so einen Modus Zen, den ich sehr mag. Achso, und ich stelle mir hier... Ja, es ist jetzt am lautesten gerade. Aber mein erster Eindruck wäre jetzt genauso wie bei der Quest 2. Ja, also normalerweise finde ich die Speaker für alles echt super. Ich habe ja jetzt Pistol Whip damit gespielt und Half-Life Alyx, Bone Lab und ich habe überhaupt nicht nachgedacht irgendwie. Ich habe es einfach so hingenommen. Es hat für mich super funktioniert. Das ist das einzige Spiel, wo ich auch auf der Quest lieber Kopfhörer nehme, weil die Sounds halt so satt sind und man so reingesogen wird. Ich würde jetzt einfach mal sagen, das spielt sich hier auf Quest 2 Niveau auf jeden Fall ab, ja, von der generellen Qualität. Das ist aber jetzt wirklich eine Wischi-Waschi-Aussage. Also ich habe hier keine genauen Messwerte oder so, das ist einfach nur gefühlt. Die Speaker von der Pico 3, die fand ich nämlich auf jeden Fall schlechter als die von der Quest 2. Ich erwähne übrigens immer die Quest 2, weil das der Vergleich ist. Die Quest 1 habe ich jetzt schon länger nicht mehr benutzt, deswegen ist die Erinnerung da auch ein bisschen verwaschen. Also, die eingebauten Speaker reichen mir eigentlich für alles aus. Das hier ist das einzige Spiel, wo ich gerne andere benutze. Und das geht auf jeden Fall. Ich habe mit der Schrankwand geredet. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Noch ein Vergleich. Ich werde jetzt einfach Musik hören. Und zwar welche, die ich kenne, die ich schon auf sehr, sehr vielen Geräten gehört habe. Vielleicht kennt ihr es auch. Das ist Solomon. Das ist übrigens ein Hamburger DJ, zumindest gewesen. Ich glaube, mittlerweile lebt er auf Ibiza oder so. Und der legt im Boiler Room auf. Ich weiß ganz genau, wie sich das anhört in meiner bisherigen Welt über iPad und Lautsprecher und iMac und
Auf sämtlichen Geräten habe ich sowas jetzt schon gehört. Aus Copyright-Gründen nicht mithören können. Ihr müsst einfach meine Reaktion abwarten. Ah ja, also wenn ich in den Pass-Through gehe, dann geht leider die Musik aus. Schade eigentlich. Okay, das ist doch aber auch ein guter Test gewesen, denn jetzt habe ich gerade gemerkt, ich finde die Qualität gut, wenn ich Musik höre. Ja, das funktioniert wirklich gut. Aber es ist mir ein bisschen zu leise. Ja, also diese Art von Musik würde ich, wenn ich sie jetzt wirklich intensiv höre, gerne lauter hören. Ja, ich habe hier aber schon alles ausgemaxt, also maximale Lautstärke, der Schieberegler war auch da. Keine Ahnung, ob es noch interne Sperren gibt bei der Pico, dass man das vielleicht noch freischalten kann, damit die Speaker lauter sind. Es gibt ja oft bei Herstellern so Sicherheitsmechanismen. Aber das wäre mir jetzt zum Musikhören ein bisschen zu leise gewesen. Beim Spielen ist mir da nichts aufgefallen, dass ich gedacht hätte, ich möchte das lauter. Ja, muss ich mal auch dazu sagen. Alright. Das war jetzt mein Audiotest und eine Geschichte, die ihr euch vielleicht auch fragt. Ich habe ja von Input geredet, natürlich. Das eingebaute Mikrofon der Pico 4 habt ihr jetzt im Zweifelsfall dann auch gehört. Das finde ich zumindest, was ich bisher kennengelernt habe, so okayisch. Ja? Also das hat auch so leichtes Poppen und hin und wieder mal komische Verschwindibusse. Ich habe mir aber auch sagen lassen, das liegt an der Software. Ja, da ist auch eine Software dahinter, die so ein bisschen Geräuschunterdrückung versucht, etc. etc. Das könnte also noch besser werden in Zukunft. Wir sind ja hier auf der Pico jetzt momentan noch in der Beta-Version. Also ich mit diesem Testgerät bin in der Pico ja noch in der Beta-Version des Betriebssystems. Also theoretisch könnte das Mikrofon von der Hardware besser sein. Ich kann euch leider nur meinen momentanen Eindruck sagen und der ist, dass es zum Beispiel schlechter ist als in der Quest 2. Das von der Quest 2 ist aber in so einem Konzept, wo ich einfach in der Quest 2 was aufnehme, während ich spiele, auch unbenutzbar, weil es viel zu leise ist. Ja? Also gucken wir mal. Ich glaube, für den normalen Spieler, der sich einfach nur im Multiplayer anschreien will, ist das vollkommen okay. Aber für Leute wie uns, die in VR was aufnehmen möchten und natürlich gerne bessere Qualität haben, die müssen dann auf ein externes Mikrofon zurückgreifen, was dann immer wieder ein bisschen umständlicher ist. Falls es da ein Update gibt mit dem Mikrofon, dass die Software sich verbessert, dass der Sound besser wird oder so, dann werde ich euch das natürlich noch berichten. Und das war es erstmal von mir. Ich bin jetzt gespannt, ob das für euch ein okayischer Test ist. Schreibt mir das mal hier drunter und vor allen Dingen gebt mir, wenn euch dieses Video nützlich erscheint, gern ein Däumchen, abonniert den Kanal, dann seht ihr auch noch das nächste nützliche Video und macht euch eine wunderschöne Woche. Hier ist gerade ein goldener Herbst in Hamburg. Einfach großartig. Mofan VR, immer für euch da. Ciao, ciao.